Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, hatte ich keine klaren Vorstellungen davon, wie lange ich bleiben würde. Ich dachte, es wären vielleicht 2 oder 3 Jahre, genug Zeit, um Erfahrung zu sammeln und einen anderen Teil der Welt kennenzulernen. Ich kam mit einem Koffer, ein paar Fotos, einem Wörterbuch und der Hoffnung, dass ich mich nicht zu fremd fühlen würde. Die ersten Monate waren chaotisch. Ich suchte eine Wohnung, lernte die wichtigsten Wörter und versuchte, mich im Alltag zurechtzufinden. Die Supermärkte waren anders, die Straßen sauberer, die Menschen höflich, aber distanziert. Und obwohl mich vieles beeindruckte, fühlte ich mich oft allein. Ich war ständig von Geräuschen, Regeln und Gewohnheiten umgeben, die nicht zu meiner eigenen Welt gehörten. Doch langsam veränderte sich etwas. Nicht plötzlich, sondern schrittweise. Ich kann nicht sagen, wann genau es passierte, aber irgendwann bemerkte ich, dass ich mich in der Straßenbahn nicht mehr verloren fühlte. Die Strecke zur Arbeit kannte ich auswendig. In meiner Lieblingsbäckerei wurde ich erkannt. Ich wusste, wann es in der Stadtmarkt frisches Obst gab. Es waren kleine Dinge, die mir das Gefühl gaben, dass ich nicht mehr nur Besucherin war. In dieser Phase lernte ich meinen Partner kennen. Es war eine Begegnung, die sich ruhig und selbstverständlich anfühlte. Wir waren beide nicht auf der Suche nach etwas Großem, aber manchmal findet das Leben seinen eigenen Weg. Wir lernten uns kennen, sprachen viel, lachten oft und fanden mit der Zeit einen gemeinsamen Rhythmus. Es war nicht perfekt, aber es war ehrlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal darüber nachdenken würde, hier eine Familie zu gründen. Dieser Gedanke schien zu weit weg, zu groß für mein kleines neues Leben in einem fremden Land. Doch er kam. Erst leise, dann etwas deutlicher, bis er nicht mehr zu ignorieren war. Es passierte an einem ruhigen Abend, als ich allein saß und in meine Tasse sah. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich angekommen war. Nicht vollständig, aber genug, um über die Zukunft nachzudenken. Und in dieser Zukunft stand plötzlich die Vorstellung eines Kindes. Ein Kind, das 2 Sprachen kennen würde, 2 Kulturen. Ein Kind, das in Deutschland geboren wäre und trotzdem einen Teil meiner Heimat in sich tragen würde. Ich wusste in diesem Moment noch nicht, ob ich stark genug wäre für so eine Verantwortung in einem Land, das immer noch neu war. Aber ich wusste, dass der Gedanke nicht mehr verschwinden würde. Er war da, weich, warm und gleichzeitig ernst. Später an diesem Abend legte ich mich ins Bett, schaltete das Licht aus und hörte dem Regen zu, der gegen das Fenster schlug. Ich dachte darüber nach, wie mein Leben sich verändert hatte, seit ich hier war. Und ich dachte darüber nach, wie es sich vielleicht noch verändern könnte. In dieser Nacht schlief ich lange nicht ein, aber ich hatte das Gefühl, dass etwas in mir sich bewegt hatte. Etwas, das nicht mehr zurückging. Es war der Anfang einer neuen Geschichte. Auch wenn ich damals noch nicht wusste, wohin sie mich führen würde. In den Tagen nach diesem Abend wurde mir immer klarer, dass der Gedanke an ein Kind nicht nur eine Laune war. Er blieb. Er tauchte in Momenten auf, in denen ich nicht damit rechnete. Beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit, sogar beim Aufwachen. Es war kein drängender Gedanke, eher ein ruhiger, der sich von selbst meldete, wie ein Hinweis, den ich nicht ignorieren sollte. Ich begann darüber nachzudenken, was es bedeuten würde, in Deutschland ein Kind zu bekommen. Ich stellte mir vor,
wie ich mit einem Kinderwagen durch die Straßen gehe. Ich sah Mütter an der Bushaltestelle und fragte mich, ob ich irgendwann eine von ihnen sein könnte. Ich sah Paare im Park mit ihren Babys auf einer Decke sitzen und spürte eine Mischung aus Sehnsucht und Respekt. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Ich fragte mich, ob ich genug Unterstützung hätte, wenn meine Familie so weit entfernt ist. Ob ich es schaffen würde, Arzttermine auf Deutsch zu verstehen. Ob mein Kind einmal zu mir sagen würde, dass es nicht weiß, wo es hingehört, weil seine Eltern aus verschiedenen Welten kommen. Diese Gedanken machten mich nicht traurig. Sie machten mich wacher. Sie zwangen mich, ehrlich mit mir zu sein. Eines Abends wusste ich, dass ich mit meinem Partner sprechen musste. Ich wollte nicht, dass dieser Wunsch nur in meinem Kopf existiert. Ich wollte wissen, wo er steht. Ob er sich so ein Leben vorstellen konnte. Ob er dieselbe Richtung sah wie ich. Wir saßen am Küchentisch. Der Tag war lang gewesen und wir hatten beide nicht besonders viel Energie. Trotzdem war es der richtige Moment. Ich sah ihn an und sagte leise: Ich denke seit einiger Zeit darüber nach, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Er legte sein Besteck weg und sah mich an. Ohne Eile, ohne Stress. Einfach aufmerksam. Ich sagte ihm, dass ich mir vorstellen könnte, eine Familie zu gründen. Vielleicht nicht sofort, aber in absehbarer Zeit. Ich erklärte ihm, dass ich mich hier inzwischen so sicher fühle, dass ich bereit wäre, darüber nachzudenken. Ich sagte ihm auch, dass ich Angst habe. Vor der Verantwortung, vor der Ferne zu meiner eigenen Familie, vor allem Neuen, das noch kommen würde. Er schwieg zuerst. Aber es war kein unangenehmes Schweigen. Er dachte nach. Dann sagte er etwas, das mich tief berührte. Ich habe auch darüber nachgedacht. Nicht so konkret wie du vielleicht. Aber ich kann mir ein Leben mit einem Kind vorstellen. Mit dir erst recht. Ich fühlte mich plötzlich leichter. Nicht, weil jetzt alles entschieden war, sondern weil wir uns geöffnet hatten. Wir sprachen lange weiter. Über Fragen, die keiner von uns beantworten konnte. Über Hoffnungen, über Ängste, über das, was uns stark macht und das, was uns unsicher macht. Es war ein Gespräch, das nichts löste, aber alles veränderte. Denn von diesem Moment an wussten wir, dass wir nicht nur zwei Menschen waren, die zusammenlebten. Wir waren zwei Menschen, die bereit waren, weiter zu denken. Ich ging an diesem Abend später schlafen als sonst. Und obwohl die Zukunft immer noch unklar war, fühlte sie sich näher an. Greifbarer. Nicht wie ein Traum, sondern wie etwas, das tatsächlich passieren könnte. Vielleicht war das der eigentliche Beginn. Nicht der Schwangerschaftstest, nicht die Geburt, sondern dieses Gespräch, dieser Moment, in dem wir beide zum ersten Mal in dieselbe Richtung blickten. Nachdem wir über unsere Wünsche gesprochen hatten, veränderte sich unser Alltag leise. Es gab keinen Moment, in dem wir sagten, jetzt beginnen wir. Stattdessen wuchs in uns beiden ein Verständnis dafür, dass wir darauf zusteuerten. Nicht hastig, sondern bewusst. Ich merkte, wie ich die Welt anders betrachtete. Wenn ich eine schwangere Frau im Bus sah, blieb mein Blick länger hängen. Wenn ich an einer Apotheke vorbeikam, fragte ich mich, ob ich dort eines Tages Vitamine kaufen würde. Ich beobachtete Menschen genauer. Eltern, die geduldig mit ihren Kindern sprachen. Paare, die ihren Kinderwagen über Kopfsteinpflaster schoben.
Großeltern, die ihre Enkel vom Kindergarten abholten. All diese Szenen wirkten früher wie kleine Straßengeschichten. Jetzt fühlten sie sich an wie Bilder aus einer Zukunft, die vielleicht auch mir gehören könnte. Mein Partner und ich sprachen öfter über praktische Dinge. Manchmal mitten am Tag, manchmal spät abends. Wir sprachen darüber, wie viel Unterstützung wir bräuchten, wie wir die Arbeit organisieren könnten, welche Verantwortung wir beide tragen wollten. Es waren keine romantischen Gespräche, sondern ehrliche. Und gerade deshalb gaben sie mir Sicherheit. Irgendwann kam der Punkt, an dem wir beide spürten, dass wir bereit waren. Nicht perfekt vorbereitet, aber vorbereitet genug, um den Schritt zu wagen. Es gab keine Feiern, keinen besonderen Anlass. Nur einen Abend, an dem wir auf dem Sofa saßen und ich sagte, ich glaube, ich bin soweit. Er sah mich kurz überrascht an, aber sein Gesicht wurde sofort weich. Ich auch, sagte er. Damit wurde aus einem Wunsch eine Entscheidung. Die nächsten Wochen fühlten sich merkwürdig an. Einerseits war alles wie immer. Ich ging zur Arbeit, machte meinen Haushalt, telefonierte mit meiner Familie im Ausland. Andererseits wusste ich, dass sich unser Leben vielleicht bald verändern würde. Nur der Zeitpunkt war ungewiss. Ich beschäftigte mich viel mit meiner Gesundheit. Ich ging zur Frauenärztin, ließ mich beraten, stellte Fragen, die mir unangenehm vorkamen, aber wichtig waren. Dabei merkte ich erneut, wie anstrengend es sein kann, medizinische Begriffe auf Deutsch zu verstehen. Ich musste viel nachfragen und manchmal brauchte ich die Ärztin, um Dinge noch einmal in einfachen Sätzen zu erklären. Doch sie war freundlich und geduldig. Es war eines der ersten Male, in denen ich fühlte, dass das deutsche Gesundheitssystem streng, aber auch zuverlässig ist. Mein Partner begleitete mich zu einigen Terminen. Das gab mir ein Gefühl von Sicherheit. Es tat gut, nicht allein durch diese Phase zu gehen. Wir sorgten gemeinsam dafür, dass ich genug schlief, gesund aß und mehr auf meinen Körper hörte. In dieser Zeit spürte ich, wie wir uns als Paar veränderten. Wir wurden ruhiger miteinander. Wir hörten genauer hin. Wir nahmen uns mehr Zeit für Gespräche. Und dann kam eines Morgens der Moment, der alles veränderte. Ich war früh wach geworden. Ich wusste nicht warum. Draußen war es noch dunkel. Ich stand auf, ging ins Bad und machte den Test, den ich schon seit Tagen in der Schublade hatte. Ich dachte, ich wäre ruhig, aber meine Hände zitterten leicht. Der Test lag auf dem Waschbeckenrand. Die Sekunden fühlten sich länger an als sonst. Als ich hinsah, war die Anzeige eindeutig. Ich setzte mich auf den Rand der Badewanne und atmete tief ein. Ich war nicht schockiert, nicht überwältigt. Es war ein Gefühl, das ruhig durch meinen Körper strömte. Als hätte mein Inneres längst gewusst, dass dieser Moment kommen würde. Ich legte meine Hand auf meinen Bauch, obwohl noch nichts zu spüren war, und sagte leise zu mir selbst: Es beginnt. Dann stand ich auf, ging ins Schlafzimmer und setzte mich neben meinen Partner. Er öffnete die Augen halb und sah mich müde an. Ich hielt ihm den Test hin. Er brauchte einen Moment, um wach zu werden. Dann sah ich, wie seine Augen sich weiteten. Und plötzlich war da dieses Lächeln. Kein lautes, kein triumphierendes. Ein warmes, ehrliches Lächeln, das mir zeigte, dass wir bereit dafür waren. Wir umarmten uns.
Kein Wort musste gesagt werden. In diesem Moment begannen wir ein neues Kapitel. Nicht in der Ferne, nicht irgendwann, sondern hier in Deutschland. In einem Land, das einmal fremd war und nun der Ort wurde, an dem unser Kind wachsen würde. Die ersten Monate der Schwangerschaft fühlen sich für viele Frauen besonders an. Aber in einem fremden Land wirken sie noch einmal ganz anders. Es war eine Mischung aus Freude, Unsicherheit und einer leisen Angst, etwas nicht richtig zu machen. Gleichzeitig fühlte sich alles unglaublich neu an, fast so, als würde ich mein Leben noch einmal von vorn beginnen. Die ersten Wochen nach dem positiven Test waren voller körperlicher Veränderungen. Mein Körper fühlte sich schwerer an, aber auch weicher. Ich merkte, dass ich schneller müde wurde. Morgens brauchte ich länger, um wach zu werden, und abends fiel ich früher ins Bett. Ich wusste, dass das normal war, doch ich konnte nicht verhindern, dass mich die kleinsten Veränderungen verunsicherten. Einer der ersten Schritte war ein Termin bei meiner Frauenärztin. Der Weg dorthin war eigentlich nicht weit, aber er fühlte sich wie ein großer Schritt an. Im Wartezimmer saß ich zwischen anderen schwangeren Frauen. Viele von ihnen wirkten ruhig und gelassen, manche unterhielten sich auf Deutsch miteinander, und ich hörte Wörter wie Hebamme oder Ultraschall, die ich zwar kannte, aber noch nie in diesem Zusammenhang gehört hatte. Als mein Name aufgerufen wurde, stand ich auf und versuchte, meine Nervosität zu verbergen. Die Ärztin begrüßte mich freundlich. Ich mochte ihre ruhige Art. Sie erklärte alles klar und ohne Hektik. Trotzdem musste ich mich sehr konzentrieren, um jedes Wort zu verstehen. Manchmal bat ich sie darum, etwas noch einmal anders zu formulieren. Sie tat es ohne zu zögern, und das machte es leichter für mich. Der erste Ultraschall war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich sah nur einen kleinen Punkt auf dem Bildschirm, aber dieser Punkt bewegte etwas in mir, das ich nicht in Worte fassen konnte. Die Ärztin zeigte mir das schlagende Herz. Es war winzig und doch so kraftvoll. Ich hielt meinen Atem an, als könnte ich damit verhindern, dass der Moment zu schnell vorbeigeht. Als ich später aus der Praxis ging, fühlte sich die Luft kälter an als vorher. Doch in mir war eine Wärme, die nicht mehr wegging. Mein Partner und ich begannen uns noch intensiver auszutauschen. Er wollte alles wissen, wie ich mich fühle, was die Ärztin gesagt hat, was wir als nächstes tun müssen. Er fragte mehr Fragen als ich, und manchmal musste ich lachen, weil er plötzlich nervöser war als ich selbst. Doch eigentlich tat es gut, jemanden an meiner Seite zu haben, der diese neue Welt mit mir gemeinsam betrat. Trotzdem gab es Tage, an denen ich mich überfordert fühlte. Die Formulare, die ich bekam, waren lang und kompliziert. Viele Begriffe kannte ich nicht. Ich saß manchmal mit dem Wörterbuch auf dem Tisch und versuchte zu verstehen, was von mir verlangt wurde. Manchmal rief ich bei der Krankenkasse an und spürte, wie mein Herz schneller schlug, weil ich Angst hatte, etwas falsch zu formulieren. Die Menschen am Telefon waren höflich, aber nicht immer geduldig. Und an manchen Tagen fühlte ich mich sehr allein. In diesen Momenten wurde mir bewusst, wie weit weg meine eigene Familie war. Ich dachte daran, wie es in meinem Heimatland gewesen wäre. Meine Mutter hätte mich zum Arzt begleitet,
Meine Schwester hätte mir Suppe gekocht. Meine Tante hätte mir Tipps gegeben, die sie von ihrer Mutter gelernt hatte. Hier musste ich vieles selbst herausfinden. Und obwohl ich stolz darauf war, war es manchmal anstrengend. Doch es gab auch schöne Momente. Kleine, unerwartete Augenblicke, die mir zeigten, dass ich nicht so allein war, wie ich dachte. Eine Kollegin, die mir Tee brachte, als mir schlecht war. Eine ältere Frau im Bus, die mir ihren Platz anbot, ohne zu fragen, warum ich müde aussah. Eine Freundin aus dem Sprachkurs, die mir erzählte, wie ihre eigene Schwangerschaft in Deutschland war. Diese Gesten waren klein, aber sie machten meinen Alltag leichter. Mit jeder Woche wuchs mein Bauch ein wenig mehr und mit ihm wuchs meine Verbindung zu diesem neuen Leben. Nach und nach wurde aus der Unsicherheit eine ruhige Vorfreude. Ich begann, mich auf die Zukunft zu freuen. Nicht nur auf das Kind, sondern auch auf die Person, die ich werden würde. Denn ich spürte, dass ich nicht nur Mutter werden würde, ich würde auch eine stärkere Version von mir selbst werden. Eine Frau, die ein neues Leben in einem fremden Land erschafft und es mit Liebe füllt. Mit jeder Woche veränderte sich mein Körper deutlicher und irgendwann kam der Moment, an dem es auch anderen auffiel. Kollegen sahen mich anders an. Eine Verkäuferin fragte vorsichtig, ob ich Hilfe beim Tragen brauche. Selbst fremde Menschen lächelten mich auf der Straße an, als wäre mein Bauch eine Einladung, freundlicher zu sein. Es war merkwürdig, aber auch schön. Zum ersten Mal fühlte ich mich nicht nur als Ausländerin, sondern als Teil einer Gemeinschaft, die etwas sehr Menschliches verstand. Am meisten merkte ich den Unterschied bei der Arbeit. Anfangs hatte ich versucht, so weiterzumachen wie immer. Doch irgendwann wurde der Weg zur Bahn anstrengender und lange Meetings kosteten mich mehr Energie als früher. Meine Chefin sprach mich eines Tages an und sagte, ich solle Bescheid geben, wann immer ich Unterstützung bräuchte. Es war ein kurzer Satz, aber er bedeutete viel für mich. In meinem Heimatland hätte sich wahrscheinlich die ganze Familie eingemischt. Hier war es anders. Hier musste ich lernen, selbst zu sagen, wenn etwas zu viel wurde. Ich musste meine Grenzen erklären, statt dass andere sie automatisch kannten. Das war ungewohnt, aber es machte mich unabhängiger. Die Frauenarzttermine wurden regelmäßiger. Mein Bauch wurde runder. Und jedes Mal, wenn die Ärztin den Herzschlag hörbar machte, spürte ich einen Druck in der Brust, den ich nicht richtig beschreiben konnte. Es war ein Gefühl von Verantwortung und Zärtlichkeit gleichzeitig. Ein Gefühl, das mich still machte. Manchmal musste ich im Untersuchungsraum kurz die Augen schließen, weil mich die Vorstellung überrollte, dass dort tatsächlich ein kleiner Mensch wuchs, der bald mein ganzes Leben verändern würde. Mein Partner wurde in dieser Zeit ruhiger. Er stellte weniger Fragen als am Anfang, beobachtete aber mehr. Er berührte oft meinen Bauch, manchmal nur kurz, ohne etwas zu sagen. Ich mochte diese stillen Gesten. Sie erinnerten mich daran, dass wir das gemeinsam erleben, auch wenn wir es auf verschiedene Art fühlen. Die Sprache spielte in dieser Zeit eine größere Rolle als je zuvor. Ich musste immer wieder Wörter nachschlagen. Mutterpass, Feindiagnostik, Fruchtwasser, Vorsorgeuntersuchung. Manche Begriffe wirkten fast unfreundlich, weil sie so technisch waren,
aber ich gewöhnte mich an sie. Ich lernte, wie man Fragen richtig stellt. Ich lernte, wann ich nach einer Erklärung bitten sollte. Und ich lernte, dass man nicht schwach ist, wenn man etwas nicht versteht. Doch nicht alles war schwierig. Es gab viele Augenblicke, die mich glücklich machten. Wenn ich die ersten kleinen Bewegungen spürte, konnte ich kaum glauben, dass so ein zarter Druck aus meinem eigenen Körper kam. Ich legte oft meine Hand auf den Bauch und wartete auf die nächsten Bewegungen. Manchmal blieb ich lange so sitzen, weil es das Einzige war, was mich wirklich zur Ruhe brachte. Ich begann auch, mich mehr mit meiner neuen Rolle auseinanderzusetzen. Ich fragte mich, wie mein Kind später die Welt sehen würde. Würde es sich eher deutsch fühlen oder eher so wie ich? Würde es beide Kulturen mögen? Würde es meinen Akzent stören oder würde es ihn lustig finden? Ich wusste, dass diese Fragen keine Antworten brauchten. Nicht jetzt. Aber sie begleiteten mich und das fühlte sich irgendwie richtig an. Die Schwangerschaft machte mich empfindlicher für alles um mich herum. Für die Kälte des deutschen Winters, für die Freundlichkeit von Fremden, für die Entfernung zu meiner Familie. Ich merkte, wie sehr ich sie vermisste, besonders meine Mutter. Es gab Tage, an denen ich gerne ihren Rat gehört hätte. Nur ein kurzer Satz, nur eine Stimme, die sagt, es wird alles gut. Aber gleichzeitig wusste ich, dass diese Erfahrung mich stärker machte. Ich lernte, mich selbst zu beruhigen. Ich lernte, Entscheidungen zu treffen, ohne jemanden fragen zu können. Und ich lernte, meinem eigenen Gefühl zu glauben. Als mein Bauch schließlich so sichtbar war, dass niemand mehr zweifeln konnte, fühlte ich mich nicht mehr nur als Frau in einem fremden Land. Ich fühlte mich wie jemand, der ein Zuhause baut. Nicht aus Möbeln oder Traditionen, sondern aus Hoffnung. Als ich in den letzten Wochen der Schwangerschaft ankam, fühlte sich mein Körper fremd und vertraut zugleich an. Ich war schwerer, langsamer und müder. Gleichzeitig war ich ruhiger, klarer und sicherer als je zuvor. Es war, als hätte mein Körper verstanden, was auf ihn zukommt, und als würde er mich Schritt für Schritt darauf vorbereiten. Die Termine bei der Frauenärztin wurden nun noch enger getaktet. Ich wusste mittlerweile genau, wie der Weg zur Praxis roch, wie der Stuhl im Wartezimmer quietschte und wie die Ärztin meinen Namen aussprach. Ich kannte die Abläufe. Blutdruck messen, Ultraschall, kurze Gespräche. Trotzdem war jeder Termin neu, weil jedes Mal ein kleines Stück Realität hinzukam. Ich sah, wie der Kopf des Babys tiefer rutschte. Ich hörte, wie das Herz regelmäßig schlug. Und jedes Mal ging ich mit einem Gefühl hinaus, das gleichzeitig beruhigte und aufwühlte. Die körperliche Belastung wurde spürbarer. Es gab Tage, an denen ich kaum schlafen konnte. Ich wachte ständig auf, weil mein Bauch im Weg war oder meine Beine krampften. Ich ging wie eine langsamere Version meiner selbst und jeder Schritt fühlte sich schwer an. Doch merkwürdigerweise störte mich das nicht so sehr, wie ich gedacht hatte. Ich sagte mir immer wieder, dass diese Beschwerden Zeichen dafür sind, dass mein Kind gesund wächst. Mein Partner wurde in dieser Zeit noch vorsichtiger. Er achtete darauf, wie ich mich bewegte, ob ich genug trank, ob ich genug Ruhe bekam. Manchmal war es fast zu viel,
aber ich wusste, dass es aus Sorge kam. Wir verbrachten viele Abende auf dem Sofa, redeten wenig und hörten einfach auf unseren Atem. Das Leben wurde langsamer und das gefiel uns beiden. In den letzten Wochen verstand ich erst richtig, wie anders es ist, in einem fremden Land Mutter zu werden. Ich musste mich selbst an Dinge erinnern, die andere Frauen selbstverständlich kannten. Wo fährt man hin, wenn die Wehen beginnen? Wie meldet man sich im Krankenhaus an? Welche Unterlagen braucht man? Wer hilft einem beim Ausfüllen des Elterngeldantrags? Ich googelte viel, manchmal zu viel. Aber es war meine Art, Kontrolle zu behalten in einem Moment, in dem vieles unkontrollierbar war. Eine große Vorbereitung war die Krankenhauswahl. Wir besichtigten 2 Kliniken. Und ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, das ich hatte, als wir durch die Gänge liefen. Die Flure waren weiß, die Luft kühl, die Stimmen gedämpft. Ich stellte mir vor, wie ich dort liegen würde. Vielleicht voller Schmerz, vielleicht voller Erleichterung. Ich beobachtete die anderen Schwangeren und fragte mich, wie sie sich fühlten. Es war ein seltsamer Ort. Nicht schön, aber voller Bedeutung. Am meisten beschäftigte mich in dieser Zeit die Entfernung zu meiner Familie. Meine Mutter wollte unbedingt kommen, aber die Termine passten nicht. Sie konnte erst nach der Geburt anreisen. Als ich das erfuhr, weinte ich. Nicht wegen der Entfernung selbst, sondern weil ich in diesen letzten Wochen so gern ihre Stimme neben mir gehabt hätte. Aber dann wurde mir klar, dass ich diesen Teil selbst schaffen würde. Nicht, weil ich stark sein wollte, sondern weil ich es konnte. Die Vorbereitung zu Hause war einfacher. Wir bauten das Babybett auf, stellten den Kinderwagen in die Ecke, wuschen die ersten kleinen Kleidungsstücke. Ich hielt die winzigen Socken in der Hand und konnte kaum glauben, dass ein Mensch so klein sein kann. Jeden Abend öffnete ich die Schublade der Babykleidung, nur um alles noch einmal anzusehen. Es half mir, die Angst in Vorfreude zu verwandeln. In den letzten Tagen vor der Geburt wurde ich sehr ruhig. Ich konnte nicht mehr lange gehen, also verbrachte ich viel Zeit am Fenster. Ich sah die Deutschen mit ihren Fahrrädern, die Kinder, die aus der Schule kamen, die Senioren, die ihre Hunde ausführten. Eine ganz gewöhnliche Nachbarschaft. Und doch würde hier mein Kind aufwachsen. Nicht in meiner Heimatstadt, nicht in meiner alten Sprache, sondern hier, in dieser neuen Welt. Und je länger ich darüber nachdachte, desto richtiger fühlte es sich an. Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem alles anders sein würde. Und obwohl ich nicht wusste, wie ich reagieren würde, wusste ich, dass ich bereit war. Nicht, weil ich wusste, was auf mich zukommt, sondern weil ich wusste, dass ich es schaffen würde, egal wie schwer es wird. Die Spannung wuchs, die Angst wuchs auch, aber die Freude war größer. Der Tag, an dem die Geburt begann, fühlte sich ganz normal an. Nichts deutete darauf hin, dass mein Leben in wenigen Stunden in 2 Teile zerbrechen würde. In ein davor und ein danach. Ich wachte früh auf, ging in die Küche und machte mir Tee. Mein Partner war schon auf der Arbeit. Die Wohnung war still. Ich setzte mich auf das Sofa, atmete tief ein und dachte kurz darüber nach, wie ruhig alles war. Dann spürte ich einen leichten Schmerz, der sich anders anfühlte als die üblichen Beschwerden der letzten Wochen. Ich wartete ab. Vielleicht war es nichts. Doch eine halbe Stunde später kam der Schmerz wieder. Etwas deutlicher.
Ich blieb ruhig, stand auf und ging langsam durchs Wohnzimmer. Ich wusste, dass es losgehen konnte, aber ich wollte nicht sofort in Panik geraten. Nach einer weiteren Stunde rief ich meinen Partner an. »Ich glaube, es beginnt«, sagte ich leise. Er fragte nicht viel. Er sagte nur, dass er sofort kommt. Während ich auf ihn wartete, ging ich in kleinen Kreisen durchs Zimmer. Ich machte das Licht aus und wieder an, obwohl es eigentlich nichts änderte. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Ein merkwürdiger Gedanke kam mir. Ich bin in Deutschland, in einem Land, das mir einmal fremd war, und ich werde gleich Mutter. Dieser Gedanke traf mich so plötzlich, dass mir Tränen kamen. Als mein Partner kam, nahm er sofort meine Hand. Wir packten die vorbereitete Tasche, riefen im Krankenhaus an und gingen zum Auto. Der Weg dorthin war still. Ich konzentrierte mich auf meinen Atem. Mein Partner sah immer wieder zu mir rüber, als wolle er sicherstellen, dass ich nicht verschwinde. Ich erinnere mich an den Blick aus dem Fenster. Grauer Himmel, nasse Straßen, Menschen auf Fahrrädern. Ein ganz normaler deutscher Tag. Und doch der wichtigste meines Lebens. Im Krankenhaus wurden wir freundlich empfangen. 2 Hebammen erklärten mir alles ruhig. Ich verstand nicht jedes Wort, aber ich verstand genug. Sie fragten nach meinem Mutterpass, zeigten mir den Raum und sagten mir, dass alles gut sei. Ihre Stimmen beruhigten mich mehr, als ich erwartet hatte. Die Stunden vergingen langsam. Der Schmerz kam in Wellen, mal stark, mal schwächer. Ich klammerte mich an die Hand meines Partners und atmete, so gut ich konnte. Es gab Momente, in denen ich dachte, dass ich es nicht schaffe. Momente, in denen ich alles verstand. Und Momente, in denen ich wegen der Sprache kapitulieren musste und einfach nur hoffte, dass mein Körper den Rest übernimmt. Die Hebamme sagte immer wieder, »Du machst das gut.« Dieser Satz rettete mich. Und dann, nach vielen langen Stunden, kam der Moment, den niemand in Worte fassen kann. Ich hörte plötzlich einen Schrei, einen kleinen, klaren Schrei. Es war ein Ton, der direkt in mein Herz ging. Nicht laut, nicht melodisch, aber lebendig. Ich sah mein Baby zum ersten Mal, so klein, so warm, so perfekt. Die Hebamme legte es mir auf die Brust und alles um mich herum verschwamm. Ich sah nur dieses kleine Gesicht und in diesem Moment fühlte ich etwas, das ich vorher nie gekannt hatte. Es war nicht Euphorie, es war auch nicht Schock. Es war ein Gefühl tiefer Ruhe, tiefer Verbindung, tiefer Wahrheit. Als hätte mein Leben endlich den Satz beendet, der all die Jahre unvollständig blieb. Ich flüsterte den ersten Satz, den ich als Mutter sagte, »Hallo, ich bin da.« Mein Partner weinte. Ich weinte auch. Nicht laut, nicht verzweifelt, sondern vor Erleichterung. Wir waren zu dritt geworden. Die Hebamme gratulierte mir. Sie sagte, dass ich stark war. Ich glaubte ihr zum ersten Mal wirklich. Später, als ich im Bett lag und mein Baby neben mir schlief, dachte ich an meine Heimat. Ich dachte an meine Mutter, an meine Freunde, an die Straßen meiner Kindheit. Und plötzlich verstand ich hatte jetzt 2 Heimaten. Eine, aus der ich kam, und eine, in der mein Kind geboren wurde. Deutschland war nicht mehr nur ein fremdes Land. Es war der Ort, an dem mein Leben eine neue Richtung bekam. Und während ich mein Baby ansah, wusste ich,
dass das Abenteuer erst begonnen hatte. Die ersten Wochen nach der Geburt fühlten sich an wie ein anderes Leben. Nicht wie eine Fortsetzung, sondern wie der Beginn eines neuen Kapitels, das seinen eigenen Rhythmus hatte. Tage und Nächte verschwammen. Die Uhrzeit spielte plötzlich keine Rolle mehr. Manchmal war ich müde, manchmal überfordert, manchmal still vor Glück. Und oft alles gleichzeitig. Das Baby lag neben mir, klein und warm, und die Welt draußen schien weit weg. Ich hörte die Geräusche des deutschen Winters, das Rauschen der Straßenbahn, das Knacken der Heizung, das leise Murmeln der Nachbarn. Früher wirkten diese Geräusche fremd auf mich. Jetzt waren sie Teil unseres neuen Alltags. Mein Partner und ich lernten uns noch einmal neu kennen. Wir wechselten uns ab, hielten uns wach, lachten über unsere Unsicherheit und versuchten, die Angst voneinander fernzuhalten. Manchmal saßen wir einfach nebeneinander und sahen dem Baby beim Schlafen zu. Diese Momente fühlten sich an wie kleine Inseln der Ruhe. Ich musste vieles lernen, wie man die deutsche Bürokratie für ein Neugeborenes bewältigt, wie man mit Hebammen spricht, die manchmal zu schnell reden, wie man den Kinderarzt versteht, wenn er medizinische Begriffe benutzt, die ich noch nie gehört hatte. Es war anstrengend und gleichzeitig erstaunlich, wie schnell man wächst, wenn man keine Wahl hat. Doch neben all den Herausforderungen gab es Momente, die so schön waren, dass ich sie nie vergessen werde. Der erste Spaziergang mit dem Kinderwagen durch die Straßen meiner neuen Stadt. Der Geruch von frisch gefallenem Schnee. Der Blick der Menschen, wenn sie das Baby sahen und unwillkürlich lächelten. Die Nachbarin, die uns selbstgebackene Kekse brachte und sagte, dass ich sie jederzeit anrufen könne, wenn ich Hilfe brauche. Ein kleiner Satz, der größer war, als er klang. Ich begann zu spüren, dass mein Kind mir half, Deutschland anders zu sehen. Nicht als Fremde, sondern als Mutter. Ich sah die Spielplätze und stellte mir vor, wie mein Kind dort einmal laufen würde. Ich sah Schulen und fragte mich, in welcher Klasse es sitzen wird. Ich hörte Kinder lachen und dachte daran, dass mein Kind zweisprachig aufwachsen wird. Mit 2 Welten im Herzen. Es gab einen Abend, an dem ich am Fenster stand und mein Baby in den Armen hielt. Draußen brannten die Straßenlaternen und warfen warmes Licht auf den nassen Asphalt. Mein Partner schlief erschöpft auf dem Sofa. Es war still in der Wohnung, nur der Atem meines Kindes bewegte die Luft. Ich sah auf die Straße hinaus und dachte an meinen Weg. Daran, wie ich mit einem Koffer und einem Wörterbuch in dieses Land gekommen war. Daran, wie oft ich mich einsam gefühlt hatte. Daran, wie fremd mir alles erschien. Und jetzt stand ich hier, mit meinem Kind auf dem Arm, in einem Zuhause, das ich selbst aufgebaut hatte. Nicht perfekt, nicht ohne Schwierigkeiten, aber voller Leben. Ich küsste mein Baby auf die Stirn und spürte zum ersten Mal in meinem Leben etwas, das ich nie erwartet hätte. Ich fühlte mich angekommen. Nicht, weil ich alles verstand, nicht, weil alles leicht war, sondern weil ich wusste, dass ich nicht mehr allein war. Ich hatte eine Familie. Und diese Familie ließ jeden Ort zu einem Zuhause werden. In diesem Moment dachte ich nicht an meine Zweifel, nicht an meine Ängste, nicht an das, was noch kommen würde.
Ich dachte nur an eines. Ich bin hier. Mein Kind ist hier. Und das reicht. Es war kein lautes, dramatisches Ende. Es war ein stilles, warmes, echtes Ende. Das Ende der Zeit, in der ich suchte. Und der Anfang einer Zeit, in der ich fand. Ein Zuhause in einem neuen Land. Eine Zukunft, die wir gemeinsam bauen. Und ein kleines Leben, das jeden Tag größer wird. Das ist unser Ende und gleichzeitig unser Anfang.